Hallo und herzlich willkommen in meinem Video. In diesem Video werde ich ein kurzes, spezifikationenlastiges Review über die Canon EOS R machen. Was ist die Canon EOS R? Die Canon EOS R ist die neue, spiegellose Vollformatkamera von Canon. Was bedeutet das? Es ist einfach kein Spiegel drinnen und es wird elektronisch abgeregelt, wann die Information, die Lichtinformation, die auf den Sensor trifft, verarbeitet wird. Ganz einfach. Es gibt keinen Spiegel drinnen, das heißt die Klappmechanik ist einfach auch nicht mehr da. Dadurch lässt sich die Kamera etwas schlanker bauen. Allerdings ist es so, es ist eine Vollformatkamera, das heißt sie hat einen größeren Sensor. Um mal zu den Maßen zu kommen, der Sensor ist 36 x 24 mm. Es ist ein 30,3 Megapixel CMOS-Sensor und ja, wie gesagt, es wird digital verarbeitet und ist spiegellos. Deswegen auch spiegellose Vollformatkamera. Ja, im Gegensatz zu einem Crop-Sensor ist natürlich der Sensor größer, das heißt, es passen mehr Lichtinformationen auf diese Kamera, also auf diesen Sensor, das heißt, mehr Lichtinformationen können verarbeitet werden und natürlich entsprechend besser kann man dann die Bilder dann auch bearbeiten oder sie sind halt auch einfach ein bisschen größer. Ich meine, 30,3 Megapixel ist jetzt nicht so ohne. Wenn ich jetzt an meine Canon 80D denke, die schafft keine 30 Megapixel, hat aber auch nur einen Crop-Sensor. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist ungefähr ein Faktor von 1,6. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Crop-Objektiv auf meine Vollformatkamera geben würde. Und da sind wir auch schon beim Thema. Die Canon EOS R hat an und für sich eigene Objektive und einen eigenen neuen Bajonettanschluss. Wir kennen bei Canon eigentlich die Anschlüsse EFS, EFM und EF für ein Vollformat und jetzt neu ist natürlich auch das RF-Bajonett. Das bedeutet allerdings natürlich, es gibt von Canon eigene RF-Objektive oder Objektive, die auf das RF-Bajonett passen und natürlich haben diese Objektive einen gewissen Vorteil, weil die sind halt auf die Kamera abgestimmt und das bedeutet, dass ich zum Beispiel einen zusätzlichen Kontrollring habe oder dass irgendwelche Einstellungen besser funktionieren. Ja, die Kamera kann 4K, allerdings muss ich dazu sagen, wenn man in 4K filmt, dann hat man einen automatischen Crop von 1,7. Warum das so ist, weiß ich nicht und ich habe es bis jetzt auch eigentlich noch gar nicht rausgefunden. Es ist einfach so, in 4K hat man einen Crop drinnen. Das heißt allerdings, wenn ich in 4K filmen will, erstens durch diesen Crop ist natürlich nicht die ganze Bildinformation da, ich meine 4K ist trotzdem dann 4K, aber um eine entsprechende Distanz zum Beispiel filmen zu können, muss ich halt auch die Entfernung besser ausloten gehen oder ein entsprechendes Objektiv verwenden. Weil das auch eine Neuigkeit, bevor ich beim 4K weitermache, ist die, dass die Canon EOS R einen Adapter hat, in der ich meine ganzen Objektive eben anschließen kann, EFS, EM und EF. Und dieser Adapter ermöglicht es auch die alten Objektive weiterhin auf der Canon EOS R zu nutzen. Was bedeutet das allerdings? Ich persönlich habe ein Canon EF Objektiv, also ein Superweitwinkelobjektiv 10 bis 22 mm und ich benutze das gerne zum Vloggen oder einfach weil die Distanz besser passt. Ich kriege einen größeren Bildausschnitt und kann aber trotzdem näher auch am Mikrofon sein und ich kann vor allem beim Vloggen mehr was von meiner Gegend zeigen, obwohl ich auch im Fokus bin. Wenn ich jetzt ein Crop-Objektiv, was Canon EFS ist, auf die Vollformat gebe, heißt schon, ich habe einen Crop drinnen. Der Crop ist 1,6. Der Vorteil allerdings jetzt, ich kann jetzt, wir haben gesprochen von 4K, 4K hat einen automatischen Crop von 1,7, das heißt klein, und Crop-Objektiv auf Vollformatkamera heißt, ich kann 4K filmen und die Distanz ist jetzt nicht so wirklich der Hammer, also der Unterschied zwischen 1,6, 1,7, 1,85 ist jetzt nicht so groß. Vom Crop her. Das heißt, man kann auch sehr wohl mit einem Crop-Objektiv auf der Canon EOS R sehr schön 4K filmen. Ich meine, wenn ich schon mal einen Crop drin habe, dann spielt es auch keine Rolle mehr, wenn das ein paar Millimeter sind.
Das zu 4K, was ich noch sagen wollte, ist 4K, ich kann im Prinzip auf der Kamera immer mit 60 Frames per Sekunde, 60 Bildern pro Sekunde filmen. Wenn ich im 4K-Modus bin, dann nicht. Und wenn ich ein Crop-Objektiv auf meiner Kamera habe, kann ich eigentlich nirgendwo mit mehr als 30 Bildern pro Sekunde filmen. Das geht einfach. Das haben wir so eingestellt, das funktioniert einfach nicht. Wenn ich dann tatsächlich irgendwann mal Slow Motion machen möchte, für B-Roll-Aufnahmen oder sowas, dann kann ich umstellen, ich kann ein anderes Objektiv draufgeben, ich kann eine zweite Kamera benutzen, ich kann mein Handy benutzen. Ich muss ehrlich gestehen, ich benutze liebend gern mein Handy für irgendwelche einfachen B-Roll-Aufnahmen, weil ich meine, da fahre ich einfach mit 120 Frames per Second drüber und die Sache hat sich. Das Besondere an der Canon EOS R ist zusätzlich auch noch, ich kann im Canon C-Log filmen. Es ist nicht C-Log 2 oder C-Log 3, sondern es ist der alte Canon C-Log. Ich kann in einem Profil neutral oder Canon Original, EOS Original filmen. Ich würde empfehlen, hier in Canon neutral zu filmen. Was bedeutet C-Log für diejenigen, die es noch nicht wissen? Im Prinzip filme ich mit einem flachen Farbprofil, das heißt, ich kann in der Nachbearbeitung, in der Post-Production noch sehr gut Helligkeit und Kontrast ein bisschen variieren, weil man durch dieses flache Farbprofil sehr wohl noch bei dunklen Level zum Beispiel oder bei dunklen Stellen ein bisschen mehr Details rausholen kann und dort, wo es ein bisschen zu hell ist, natürlich auch ein bisschen Details rausholen, dass man das schön ausgleichen kann. Man muss sich halt dann ein bisschen spielen. Das zum C-Log. Die Kamera kann auch in RAW fotografieren. Das Problem beim Fotografieren ist, das Format ist Canon RAW 3, also CR3, und es gibt noch nicht so viele Hersteller, Apple, die das native unterstützen. Es gibt die Canon Digital Professional Software, mit der man diese CR3-Formate umkonvertieren kann und damit man weiterarbeiten kann, aber auch Adobe bietet entsprechende Konverter an. Aber ich bin sicher mit der Zeit, die Kamera ist noch nicht so alt, ich bin sicher mit der Zeit kommen noch die einen oder anderen Native Supporte dazu. Ansonsten, ich persönlich, solange ich hasse das Herumkonvertieren, ich fotografiere ein JPEG, reicht auch noch. Ja, es schränkt mich etwas ein bei der Post-Production, weil ich nicht mehr so viele Informationen habe. Aber ich habe noch eine zweite Kamera, mit der ich auch noch fotografiere. Die Kamera hat nur einen Kartenslot, was ein paar Leute ein bisschen stört. Angeblich soll es dieses Jahr noch eine Canon EOS R Pro oder sowas in der Richtung geben, natürlich in einer ganz anderen Preisklasse, nämlich noch teurer eventuell. Und die soll angeblich 2 Kartenslots haben. Und man munkelt, dass sie es vielleicht schaffen, im 4K-Modus keinen so starken Crop oder überhaupt keinen Crop mehr zu haben. Das sind nur Gerüchte, ich weiß es nicht, ich werde euch aber am Laufenden halten, sofern ich etwas weiß. Die Kamera hat an und für sich ein gutes Gewicht, sie liegt gut in der Hand, sie wiegt um die 580 Gramm, nur der Kamerabody an sich. Ich freue mich natürlich, wenn Canon auch bei den neuen Objektiven vielleicht dort auch ein super Weitwinkel Native mit RF-Bajonettanschluss für die Canon EOS R verkauft, zur Verfügung stellt, veröffentlicht, was auch immer. Das war einer der ausschlaggebenden Punkte, warum ich die Kamera gekauft habe. Die Kamera hat 5655 Autofokuspunkte. Das ist enorm. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Canon 80D hat so um die 48 Autofokuspunkte. Das heißt, es ist total schnell. Und wie gehabt bei den neueren Kameras, es ist ein Dual-Pixel-Autofokus. Das heißt eigentlich ein super schneller Autofokus. Ja, zur Lichtmessung für die Überbelichtung, fürs Exposure hat die Kamera 384 Zonen zur Verfügung. Die sind alle mit allen Autofokuspunkten verknüpft. Somit kann ich auf meinem Touch-Display, das ist auch noch etwas, was sie hat, ich kann am Touch-Display einfach überall hinfahren, jeden Bereich auswählen und dort wird fokussiert. Fokusmethoden oder Bereiche, die ich auswählen kann beim Fokussieren ist, ich habe Face Detection, ich kann auf einen Punkt fokussieren, in einen erweiterten Bereich von den Punkten, von diesem einen Punkt, einen noch weiter erweiterten Bereich. Ich habe eine Zonenwahl mit Drag and Drop, die sehr fein geht. Ich habe einen vertikalen Bereich und natürlich auch nur einen horizontalen Bereich, den ich ebenfalls per Drag and Drop verschieben kann. Zusätzlich zu dem Touch-Display hat die Kamera einen elektronischen Viewfinder, das heißt natürlich keinen optischen,
sondern eben elektronisch, und wenn ich dort reinschaue, sehe ich ganz normal alle Informationen. Das Bild wird mir in einem sauberen Bild, in einer guter Qualität dargestellt. Ja, die Kamera ist nicht ganz günstig. Die Kamera selbst kostet, der Kamerabody kostet selbst 2.500 Euro. Was meiner Meinung nach mehr kostet als mein komplettes Kamerasetup von Mita 80D. Nur der Kamerabody, und die Objektive selber kosten dann auch einiges. Also es gibt zwei Festbrennweitenobjektive und zwei Zoom-Objektive aktuell, so alles im Bereich zwischen 24 und 105, und dazwischen sind halt ein paar kleinere Zoom-Objektive mit unterschiedlichen Lichtstärken und ein Festbrennweitenobjektiv. Zwei sind auch noch drinnen. Ich persönlich habe mir, wie ich die Kamera gekauft habe, mir ein 50 mm Festbrennweitenobjektiv dazu gekauft. Das ist es. Im Prinzip ist es ein ziemlich lichtstarkes Objektiv. Wie gesagt, es ist für einen RF-Anschluss, 50 mm Brennweite und einen durchgängige Blende von 1,2, möglich mit USM. Ja, es ist sehr gewaltig und schwer, fast ein bisschen schwerer wie der Kamerabody an sich. Wir haben hier einen Control-Ring, ja, das kann man drehen. Im Prinzip kann ich auf der Kamera dann einstellen, also ich habe natürlich meine Bedienfelder, und zusätzlich kann ich mit dem Objektiv auch noch ein drittes Bedienfeld, das heißt, ich kann mir zum Beispiel die ISO, die Blende oder die Verschlusszeit auf diesen Kontrollring legen. Hier ist natürlich der Fokusring, hier ist der Kontrollring, und wenn ich dann eben fotografiere, muss ich nicht nur oben herum drehen, sondern kann zum Beispiel, manche legen sich die Blende hin, ich habe immer die ISO drauf liegen, ja, jeder wie er will. Ist schwer, aber dieses Objektiv hat mir schon so manches Fotoshooting gerettet. Nicht immer habe ich mein komplettes Lichtmaterial mit, meine Softboxen oder meinen Blitz, oder es funktioniert einfach mit dem Blitz nicht, weil die Räumlichkeiten eben nicht entsprechend passen. Dann kann ich auch mit dem Umgebungslicht arbeiten, vielleicht auch noch mit ein bisschen Tageslicht durch ein Fenster, und mit dem sehr starken Lichtobjektiv habe ich eigentlich überhaupt kein Problem. Ich muss immer nur aufpassen, dass natürlich der Fokus und der Schärfebereich passen und ich nicht zum Beispiel die Nase scharf habe und die Ohren und die Augen sind unscharf, was nicht so vom Vorteil wäre. Die Canon EOS R, sie hat ein Touchscreen, ich bin das sehr gewohnt, auch von der Canon 80D. Die Bedienelemente sind fast ähnlich, ich habe aber kein Steuerkreuz mehr rechts. Wie man hier sieht, auf meiner 80D habe ich hier noch so ein Steuerkreuz, das gibt es nicht auf der EOS R. Ich habe auch kein Modusrad mehr wie hier, sondern ich habe im Prinzip oben einen Mode-Button und dann einen Info-Button, und wenn ich dann drauf drücke, dann kann ich zwischen einem Fotografiemodus und einem Filmmodus jederzeit ändern und wechseln. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, allerdings gibt es gewisse Tricks auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel viele Fotos mache und zwischendurch immer filmen muss, dann kann ich mir auch die jeweiligen Filmeinstellungen einmal einrichten. Dann speichere ich sie mir auf den Kameraspeicherplatz C3, und wenn ich dann im Fotomodus bin, brauche ich zum Beispiel nur noch den Rechtsknopf drücken, und dann lädt er sofort die Einstellungen, die ich vorher auf C3 gespeichert habe. Warum es genau C3 ist und nicht C1 oder C2, kann ich nicht sagen, aber wenn ich die aus dem C3 lade, filmt er sofort, also der lädt sofort die Einstellungen und filmt sofort. Ja, mein persönliches Fazit ist, die Kamera ist teuer, sie ist neu, sie kann echt viel. Je länger die Kamera am Markt ist, desto mehr gute Reviews kommen noch raus. Ich meine, ja, viele stört die Leute der Crop und dass nur ein Kartenslot hat, aber es gibt schon Vergleiche zu Cinema-Kamera von Canon, C200, C300, zu anderen. Ich zum Beispiel, ich meine, das klingt wirklich absurd, weil ich auf eine Vollformatkamera einen Canon-Adapter drauf habe und dann meine EFS Superweitwinkel drauf gebe. Aber was habe ich denn für Alternativen? Ich könnte natürlich mit meiner Canon 80D mit Superweitwinkel oder mit meinen 18:35 Zoom-Objektiv auch vloggen. Aber natürlich, Weitwinkel ist schon cool, und das Problem ist allerdings, meine 80D in Kombination mit der Canon EFS 10 bis 22 mm hat eigentlich keinen Bildstabilisator drinnen. Nada. So, wenn ich jetzt vlog, dann wird es die ganze Zeit scheppern. Blödsinn.
Mit der Canon EOS R stelle ich einen digitalen Stabilisierung ein. Ich habe da 2 Stufen und ich kann es natürlich komplett ausschalten. Mit jeder Stufe ist natürlich ein weiterer Crop verbunden. Wenn ich vlog und einfach meine Hand schön eng hier anlegen möchte, damit ich die Kamera schön halten kann, dann reicht die erweiterte, also die mittlere oder die erste Stabilisierungsstufe und das ist immer noch smooth. Und wenn ich dann sage, okay, ja, ich will B-Roll-Aufnahmen machen und habe zum Beispiel nicht die Möglichkeit 120 Frames per Second oder so ein bisschen zu cheaten, dann kann ich zum Beispiel noch einen stärkeren Crop, also noch einen stärkeren Bildstabilisator einstellen und das ist so, wie wenn ich die Kamera auf einen Gimbal hätte fast oder noch andere Tricks habe, um die Kamera ruhig zu halten. Es ist ein Wahnsinn, also ich mag's irrsinnig. Man kann irrsinnig viel darauf einstellen. Ich liebe auch die Möglichkeit in C-Log, eben C-Log 8-Bit zu filmen. Und ja, für 10-Bit geht es nicht, weil ich kann 10-Bit nicht auf der Karte speichern, also lässt nicht zu. Ich müsste dann über einen HDMI-Ausgang ein externes Speichermedium anschließen und dann könnte ich auch in 10-Bit, aber 8-Bit ist vollkommen okay. Ja, so, das waren jetzt viele technische Daten und natürlich auch persönliche Eindrücke, wie ich es verwende, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Abschließend noch die Frage, ist die Kamera es wert, sie zu kaufen? Meiner Meinung nach ist sie es wert. Wie gesagt, sie ist ein bisschen teurer, aber sie ist spiellos, sie ist Full Frame und sie ist leicht und für viele wirklich top Kamera. Danke fürs Zusehen des Canon EOS R Reviews. Wenn Sie auch eine Canon EOS R habt oder euch überlegt, eine anzuschaffen, schreibt es mir in den Kommentaren, wie es euch damit geht. Vergesst nicht, dieses Video mit einem Gefällt mir zu markieren und auch ein Abonnement schadet nicht. Dann bleibt ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand, wenn es neue Videos gibt. Bis zum nächsten Mal. Bye!